Wo der User im 87 gefunden hat, hey, weißt du, mach doch mal etwas zum Carbon Mobile One Mark II. Habe ich gefunden, geile Idee. Yes, das wird sicher spannend. Es ist eines der schlechtesten Phones, die ich je in meinem Leben in der Hand hatte. Und einfach nur zum Sagen, es gibt einen Take von mir, wo ich sage, das Phone ist okay. Wenn du wirklich nur etwas willst, dass wenn du es aus dem Hosensack nimmst, dass es wirklich geil leuchtet hinten und ein bisschen cool aussieht, dann kannst du sagen, es besteht aus Carbon. Ja, von mir aus easy. Der Grund, warum wir jetzt nochmal drehen, ist, weil es eben nicht okay ist. Je länger ich mit dem Teil gearbeitet habe, desto schlimmer habe ich es gefunden. Es gibt genau einen einzigen coolen Aspekt von dem, die Carbon Backplate und die Tatsache, dass es da hinten so schön leuchtet. Der Rest ist der Grund, warum ich die Videos mache. Der Rest ist der Grund, warum ich immer darauf hocke, dass ich neutral bin, dass ich nicht irgendwie mich kaufe oder dass ich keine Werbung mache, sondern Journalismus. Weil der Rest von dem Phone ist nichts. Und du sollst dir ums Verrecken das Phone nicht kaufen. Wenn du dir das Phone kaufst, gib es Retto. Da ist die wunderschöne Carbonplate. Super, das ist das Einzige, wirklich, was das Teil gut macht. Dann hast du an der Seite einen Fingerprint-Sensor. Du hast ähnlich wie beim Sony, hast du den Fingerprint-Sensor im Knopf eingeladen. Außer dass es halt kein Knopf ist, sondern ein separater Fingerprint-Sensor. Du hast da oben 3 Knöpfe. Volumen auf, Volumen ab, Power. Fingerprint-Sensor. Sind ja eigentlich wahnsinnig. Jeder hure Shenzhen-Hinterhof-Dingsbums bringt das Fang an, dass man den Fingerabdrucksensor auf der Seite, wenn du einen Power-Button reinbringst. Wieso kann das Carbon Mobile nicht? Ich kann dir sagen, warum sie es nicht anbringen. Da innen hast du einen MediaTek Helio P90. Der P90 ist auch noch 2018 vorgestellt worden als oberstes Mittelfeld für das Jahr 2019. Du zahlst 800 Stutz für etwas, das nicht einmal gut war. Es war nie gut, es ist nicht gemacht, um gut zu sein. Es hat einen 3000 mAh Akku. Der Akku ist etwas vom Schwereren am Phone und das wiegt nur 125 Gramm, darum haben sie nicht sparen. Er ist also nur 3000 mAh groß. Bei einem modernen Top-Flaggschiff wäre ich jetzt weniger besorgt, weil dort hast du einen 5 Nanometer SoC drin und je weniger Nanometer das du hast, desto weniger Strom braucht es. So. Der P90 ist auf 12 Nanometer, natürlich frisst das Strom wie blöd. Ist aber nicht immer so das Problem, aus dem simplen Grund, weil wenn du das Teil benutzt, leist du es an und willst es nicht benutzen. Das hier ist so das Phone für Digital Wellbeing. Wenn du Bildschirm-Detox machen willst, kaufst du das, weil dann ist es mir so, dass du es eh nicht benutzen willst. Die meisten, die mich kennen, wissen, ich habe nur einen Homescreen. So, da habe ich 2. Warum habe ich 2? Nicht, weil ich es ungefähr möchte oder wahnsinnig nützlich finde, dass ich auf einmal dort Uhr auf dem Homescreen habe. Nein, ich entferne die in unregelmäßigen Abständen wieder und sie tauchen wieder auf. Hat die Software eigentlich niemand beta testet? Sind die Leute eigentlich blöd? Sind die Leute komplett behämmert? Das ist peinlich schlecht. Das ist absolut peinlich so etwas. Noch peinlicher, wenn wir schon peinlich haben, ist die Kamera. Ich meine, mich erinnere an das HTC M7 oder M8 gehabt. Dort mal 2013 umeinander. Und hat bessere Bilder gemacht wie da. Take photos like a pro with our 16 Megapixel camera. Oh ja, erstens, das hier. Ich kann sich knappe Kamera schimpfen. Ganz knapp. Und dann kommen sie an und sagen, du, schau, wir haben so Sachen like a Pro. Ja, like a Pro, hä? Tönt gut, aber Marketing-Bullshit von A bis Z. Weil ich meine, das Image ist scheiße, plus der Ton ist kacke. Und ich meine, ich rede da nicht, ich übertreibe jetzt nicht, er ist richtig unterirdisch. Ich meine, lass das schnell an. Also, schau jetzt. Das ist Footage aus dem Carbon Mobile One Mark II. Es ist skandalös schlecht. Es ist 4K, aber schau dir mal das an. Scheißton wäre ja noch das eine, aber dann ist es auch noch asynchron zum Bild. Und dann kommt noch dazu, dass wenn ich versuche, das zu importieren, open, boom, the file has an unsupported compression type. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich meine, wenn das Premiere das nicht fressen kann und das Premiere ist auf dem neuesten Stand, sorry, da muss ein Fehler vorliegen bei der Kompression vom Video, weil normalerweise hast du das ja nur bei neuen Technologien oder so und Premiere ist noch ein bisschen hinten drin und irgendjemand hat wieder einen neuen Codec entwickelt und so, aber das kann ich mir bei dem einfach nicht vorstellen, weil alles an dem Phone ist so scheiße und nicht durchdacht und wie der Toni gesagt hat, einfach, ey, Leute, Beta-Testing bitte. Wenn ihr mit Like a Pro wollt Werbung machen, dann please do it like a Pro. Niemand kann mir erzählen, dass Carbon Mobile gefunden hat. Das ist tatsächlich 800 Stutz wert. Natürlich, es dürfte ziemlich sicher so ein bisschen mehr kosten, um die Backplate da machen in limitierter Auflage. Aber ja, sicher so. Aber weißt du, wenn wir es jetzt schon vorher wahrscheinlich, okay, Carbon, das Teil hinten, die Backplate, ist cool.
Und weil das so verdammt cool ist, ich kenn Carbon eigentlich nur so aus der Auto- und TÜV-Industrie und nicht irgendwie aus dem Handyfeld. Das gibt einen guten Grund und ich habe dann gefunden, weißt du was, ich suche mir mal Experten, die mir erklären können, warum das so verdammt cool ist. Ich bin der Nikolas von SLC Motorbikes. Wir machen schöne Custom-Bikes und unter anderem herstellen wir Carbon-Teile herstellen. Also das ist im Prinzip ein Handy mit einer Hülle aus Carbon und der wird das mit einem Laminierverfahren gemacht, wie das üblich ist, mit einer Negativform, wo man das drin laminiert. Also Carbon hat ganz spezielle Eigenschaften. Natürlich auf der einen Seite ist der Glanz, wie man den kennt, wo die Fasern so mit sich bringen, durch das, dass man einen Klarlack oben drauf tut, sieht man das auch, und das ist aber nur ein visueller Teil. Im technischen Aspekt her haben die Fasern ganz hervorragende Eigenschaften für Leichtbauwerkstoffe, das heisst, sie haben eine hohe Festigkeit im Verhältnis zu der Dichte und das macht es eigentlich zu einem ganz speziellen Engineering-Material. Und was jetzt absolut der geilste Unterschied ist zwischen Carbon und anderen Materialien ist, wenn wir ein Carbon-Teil herstellen, können wir sagen, wo das die Fasern durchgehen und können eigentlich die Steifigkeit des Materials beeinflussen. Das kann man sonst mit keinem anderen Werkstoff so auf diese Art machen, weil die aus einem Gesamtgefüge bestehen und da haben wir einzelne Fasern, die man legen können. Also das Problem an der Carbonfaser ist an und für sich, dass die leitend sind und somit bildet sich da wie ein faradäischer Käfig, wo die Strahlen nicht durch können. Und da der Entwickler von dem Smartphone sagt, er hätte das Problem lösen können. Wie, wissen wir noch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir da im oberen Bereich kein Carbon haben, wo die Strahlung empfangen wird. Eine andere Möglichkeit, dass man die Fasern irgendwie verändert, das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er da oben einfach keine Faser benutzt. Carbon oder Aluminium oder Stahl oder was auch immer, jeder Werkstoff hat seine Berechtigung. Es kommt hauptsächlich darauf an, dass man den richtigen Werkstoff im richtigen Einsatzgebiet verwendet. So, jetzt stellt sich mir eigentlich die Frage, macht das Sinn, ganz dünne Aluminiumschalen mit Carbon ersetzen und dann halt auch die Problematik haben von der Strahlung, die nicht durchs Material durchdringen kann? Ich weiss es nicht. Teuer ist es auch nicht, gell? Das ist ganz eine einfache Form. Du hast für 150 Stutz ein Stück Fräse. Und ja, und dann ist ganz, also Materialkosten sind da vielleicht 20 Stutz fürs Cover. Also was mir mega gefällt, ist da hinten der Schriftzug, dass man den so durchleuchten kann. Das ist ein cooles Feature. Also nicht, dass jetzt das sinnvoll ist für ein Handy, aber wäre vielleicht sinnvoll auf einem TÜV. Das könnte man noch irgendwie cool kombinieren. Muss mal schauen, wie man das herstellt. Und die Idee wäre so gut gewesen. Das Staunen mich so ein bisschen nervt. Die Idee wäre super. Ich meine, ein ultraleichtes Smartphone ist super geil. Wenn du anständige Systemleistung hast, wäre es auch schön. Dann wird es dir zum Herstellen. Ja, die Leute zahlen 2000 Stutz für Premium Editions und Sondereditionen von Smartphones. Du musst nicht den Preis drücken, wenn du etwas Exklusives machst. Vergiss es einfach. Ich bin mal hässig gewesen. Carbon Mobile, wie könnt ihr es wagen, um so etwas auf den Markt zu bringen? Jetzt bin ich einfach nur enttäuscht. Es ist ein skandalös schlechtes Phone. Für Leute, die leichtgläubig sind. Von einer Firma, die es nicht gut mit dir meint. Wenn eine Firma gut mit dir meinen würde, dann würde das da nicht auf den Markt kommen. Wenn du dir überlegst, das zu kaufen, kauf das einfach nicht. Wenn du möchtest ein exklusives Phone haben, nimmst du eine Sonderedition vom, das kann nicht irgendetwas. Huawei kommt immer mit der Porsche-Editionen hinführen. Oppo macht mit Lamborghini gemeinsame Sachen, macht wunderschöne Phones. Es gibt auch noch andere Special Editions, McLaren und OnePlus zum Beispiel, oder die OnePlus Cyberpunk Edition. Es muss nicht das sein und im Rahmen von einer gesunden Technologiewelt darf es nicht das sein. Für Carbon Mobile hoffe ich, dass sie entweder sich zusammenreissen und das Carbon Mobile 2 Mark I oder wie immer der Scheiß mag heißen, ist ein besseres Phone. Für Zukunft hoffe ich, ich hoffe, dass sie die Technologie zum die Carbon Backplate machen, verkaufen. Dann haben wir vielleicht etwas, was ich tatsächlich auf die Smartphone nennen mit Carbon drauf. Ja. Einfach nicht. Einfach nicht.